Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Suunto hat nach der Erscheinung der Suunto 9 Peak Pro ihr neuestes Flaggschiff, das Suunto Vertical, herausgebracht. In diesem Test möchte ich mit euch die Frage klären, wie gelungen ist der neueste Suunto Ableger. Die Suunto Vertical erscheint nur in einer Größe mit 49 mm, aber in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal haben wir die günstige Stainless Steel als auch die teure Titan Solar Version. Der große Unterschied der beiden Modelle ist neben dem Aufpreis von 200 € die verbaute Titanlünette gegenüber der Edelstahllünette bei der Stainless Steel Variante. Als auch der Displayrand verbaute Solarpanel, welche euch noch längere Akkulaufzeiten bei den Aktivitäten und beim Tagesbetrieb ermöglichen. Darüber hinaus ist die Titan Solar Version mit 74 Gramm etwa 12 Gramm leichter als die Stainless Steel Modelle mit 86 Gramm. Beide Uhren sind ebenfalls dann bis 100 Meter wasserdicht. Damit war es aber auch schon mit den großen Unterschieden. Lediglich bei den Armbändern gibt es dann hier und da noch verschiedene Farben, diese sind aber jederzeit ganz einfach austauschbar. Verbaut haben wir bei beiden Modellen durch ein Saphirglas geschütztes Matrix Touch Display mit 1,4 Zoll Displaygröße und einer Auflösung von 280 x 280 Pixel. Großer Vorteil des Displays liegt eindeutig darin, dass durch die direkte Sonneneinstrahlung ihr das Display wirklich sehr gut ablesen könnt. Was positiv hervorzuheben ist, dass wir bei der Titan-Version nun eine Lünette haben, die nicht extrem kratzanfällig ist, wie es etwa noch bei der Suunto 9 Peak bzw. 9 Peak Pro der Fall war. Die Steuerung der Uhr erfolgt einmal über Touch oder, wenn ihr das nicht möchtet, über die 3 Tasten rechts. Das Menü ist so aufgebaut, dass es auch komplett über Touch oder nur über die Tasten bedient werden kann. Natürlich ist auch eine Hybridlösung, also mit Tasten und Touch, an dieser Stelle auch möglich. Was die Konnektivität angeht, könnt ihr alle Bluetooth-fähigen Geräte koppeln, sei es den Stride Footbot, die Rallye-Pedale von Garmin für die Wattmessung am Rad, als auch geht der Bluetooth-fähige Brustgurt für die Messung der Herzfrequenz. Ebenfalls werden auch hier Dienste wie etwa Strava, hier leider ohne Strava Live-Segmente, als auch Trading Peaks für Trainings und Komoot für die Navigation unterstützt. Wie alle Sportuhren hat auch die Suunto Vertical hier wieder verschiedene Widgets im Angebot. Leider habe ich aktuell in meiner Titan-Version das Problem, dass es zwischen den Widgets hier noch ein bisschen hakt. Das heißt also, wenn ihr hier zwischen den Widgets hin und her schaltet, dann kann es sein, dass es hier zu kleinen Lags kommt. Das Ganze soll aber hier durch Updates weiter verbessert werden. So haben wir bei der Suunto Vertical auch hier ein detailliertes Wetter-Widget, was euch direkt in der Oberfläche die niedrigsten und die höchsten Temperaturen des Tages anzeigt und natürlich welche Temperatur aktuell draußen ist. Darüber hinaus unterstützt die Suunto Vertical auch eine Unwetterwarnung, bei dem der verbaute barometrische Höhenmesser zum Einsatz kommt. Das heißt, ihr bekommt eine entsprechende Warnung, wenn hier Unwetter im Verzug ist. Beim Sonnenverlauf bekommt ihr auf dem Zeitstrahl direkt angezeigt, wie der aktuelle Sonnenstand ist. Details gibt es dann auch hier im Widget selbst, bei dem ihr die aktuellen Sonnenstunden des Tages als natürlich auch die restlichen Sonnenstunden aufgezeigt bekommt. Was nicht fehlen darf, sind auch die Fitnessfunktionen. So bekommt ihr einmal eine Übersicht über eure täglich gesammelten Schritten, verbrannte Kalorien, aber auch einen Ressourcenmonitor, der euch einen aktuellen körperlichen Fitnesszustand anzeigt, angeboten. Letzteres ist aber sehr einfach gehalten und bietet hier keine detaillierte Stressmessung über den Tag an. Was natürlich ebenfalls nicht fehlen darf, ist das Schlaftracking, welches ihr nach dem Erhalt der Uhr erstmal einmal aktivieren müsst. Sobald ihr dieses aktiviert, müsst ihr eine Schlafenszeit definieren. Dies dient einmal zur besseren Erkennung des Schlafes, aber auch zum automatischen Einstellen des Nicht-Stören-Modus. Wenn ihr das Schlaftracking nutzt, bekommt ihr einmal eine Auswertung der Qualität des Schlafes, die Herzfrequenz im Minimum und Maximum, als auch die Einschlaf- und Aufwachzeiten. Darüber hinaus gibt es die Information über den Tiefschlaf und, wenn es eingeschaltet ist, den gemessenen Blutsauerstoffwert. Über die Schlaferkennung kann ich jetzt nichts Negatives sagen. So wurde das Einschlafen in den Regionen erkannt, wie ich auch ins Bett gegangen bin. Ebenfalls passten auch die Aufwachphasen. Insgesamt lagen die im Höchstfall mal 5 bis 10 Minuten daneben. Schwieriger könnte es dann natürlich sein, wenn man etwas noch im Bett döst. Das konnte ich aber anhand wegen meinen Kids hier eigentlich nicht testen. Ich persönlich würde mir aber gerade im Bereich der Regeneration beim Schlaf etwas mehr an Details wie zum Beispiel die Herzfrequenzvariabilität wünschen. Man sieht zwar, dass man seinen Ressourcenmotor hier gewisse Prozentpunkte aufgefüllt hat, aber mehr an Details bekommt man hier leider dann nicht angezeigt. Gerade Polar und Garmin zeigen eigentlich, wie man ein gutes Schlaftracking mit einer sehr guten Auswertung hier präsentieren kann. Wenn wir beim Thema Regeneration sind, bringt uns das auch schon im Bereich der Sport und Aktivitäten. So unterstützt auch die Suunto Vertical die VO2 Max Messung bzw. gibt euch euren aktuellen Fitnessstand wieder. Was die Aktivitäten angeht, gibt es hier eine riesige Vielzahl an Möglichkeiten, die ich dir jetzt hier einfach mal einblende. Bei jeder dieser Aktivität habt ihr darüber hinaus die Möglichkeit,
eure eigenen Datenfelder zu gestalten bzw. einzustellen, wobei diese bis auf 3 Datenfelderseiten eingeschränkt ist. Die maximale Anzahl der Daten pro Datenfeldseite liegt dann aber hier bei 7 Datensätzen. Was wir ebenfalls bekommen, ist die Möglichkeit, Sundo Plus zu nutzen. Sundo Plus sind quasi kleine Add-ons, die ihr bei den Aktivitäten nutzen könnt. In dem eigens dafür angelegten Sundo Plus Shop, welcher aber komplett kostenlos ist, könnt ihr euch diverse Optionen heraussuchen. So gibt es etwa die Climb-Funktion, welche euch beim Berganstieg die Meter pro Stunde ermittelt, oder einen Ghost Runner-Modus, bei dem ihr gegen eure eigene Zeit antretet. Eine Rennzeitprognose während des Laufes oder auch ein FTP-Test beim Radfahren sind nur weitere Beispiele, die wir hier bei Sundo Plus finden. Erfreulich ist nun, dass man anders als in der Vergangenheit bis zu 2 Sundo Plus Optionen für ein Workout auswählen kann. Viele Optionen wie etwa eine Trinkerinnerung oder das Verbrennen von Fett und Kohlenhydrate würde ich mir aber an dieser Stelle als Default-Werte wünschen und nicht als zusätzlich auswählbare Optionen. Darüber hinaus habt ihr in der App die Möglichkeit, selbst strukturierte Workouts zu erstellen, sei es zum Beispiel fürs Laufen oder fürs Radfahren. Dabei habt ihr zum Beispiel die Option, mit dem Leistungsmesser am Handgelenk Laufeinheiten über die Wattmessung durchzuführen. Wenn ihr aber zum Beispiel mit Training Peaks oder wie ich gerade mit Unduku einen Trainingsplan verfolgt, dann könnt ihr die strukturierten Workouts auch nach Sundo Guides importieren und diese dann auf die Uhr übertragen. Leider bietet Sundo aktuell noch keine eigenen Trainingspläne wie etwa Garmin, Coros und Polar an. Ich finde, hier sollte man auf alle Fälle nochmal nachbessern, da die Anbindung zwar zu den Drittanbietern sehr gut funktioniert, ich aber in dieser Preisklasse doch eigentlich Standard-Trainingspläne hier gerne sehen würde. Eine der größten Stärken des Sundo Vertical ist eindeutig die Navigation. Ihr habt einmal die Möglichkeit, eure Routen über die Sundo App direkt zu planen und dabei die Sundo eigenen Heatmaps zu nutzen. Aber auch eine Schnittstelle zu Komoot ist an dieser Stelle möglich, bei dem ihr die geplanten und gemachten Touren hin und her synchronisieren könnt. Natürlich gibt es auch die Option, Point of Interest auf der Karte in der Sundo App herauszusuchen und diese auf die Uhr zu übertragen, um sich dahin navigieren zu lassen. Mit der Sundo Vertical bekommen wir auch die erste Sundo-Uhr mit einer Offline-Karte. Im Auslieferungszustand habt ihr noch keine Karte auf der Uhr, das heißt, ihr müsst sie erstmal kostenlos über die Sundo App und über das WLAN herunterladen. Dabei habt ihr weltweit alle möglichen Länder im Angebot, von Burkina Faso über Kapverden, aber natürlich auch Deutschland sind hier viele Möglichkeiten dabei. Und da die Uhr eine Speichergröße von 32 GB habt, habt ihr auf jeden Fall auch die Möglichkeit, hier viele Karten herunterzuladen. Nur als Referenzwert, Deutschland hat so knapp 7 GB an Speicherkapazität, die hier auf diese Uhr benötigt wird. Die Karten bilden eine sehr gute Qualität der Wege ab, so haben Trails, zum Beispiel gestrichelte Linien und Straßen werden durchgezogen angezeigt. Ebenfalls sind Gewässer, Felder und Wälder auch sehr gut abgebildet, um sich hier sehr gut zu orientieren. Was wir nicht bekommen, sind zum Beispiel angezeigte Straßennamen in den Städten. Die Navigation selbst ist wirklich sehr akkurat und auf den Punkt. Egal im Wald oder im freien Gelände, ihr bekommt exakt die Abbiegeweise. Ihr bekommt einmal etwa 90 Meter vor der Kreuzung, als auch nochmal kurz vor der Kreuzung einen Hinweis, dass es zu einer Abbiegung kommt. Kritikpunkt hier, 90 Meter vorher bekommt ihr angezeigt, wie ihr auf der nächsten Kreuzung abbiegen sollt. Seid ihr dann an der Kreuzung angekommen, seht ihr die Anweisung für die nächste Abbiegung und nicht die für die aktuelle. Solltet ihr aber von der Route abkommen, dauert es leider einen kleinen Ticken, bis die Uhr reagiert. In meinen Tests waren es immer so knapp 40 bis 50 Meter, bis die Uhr dann angezeigt hat, dass ich hier von der Route gekommen bin. Dennoch ist für mich die Sundo Vertical aktuell eine der besten Navigationsuhren auf dem Markt, da sie immer alle Abbiegehinweise anzeigt und das Ganze nun mit einer Karte untermalt wird. Wie die Navigation im Detail funktioniert, habe ich nochmal im gesonderten Video vorgestellt, das verlinke ich dir oben mal, dann kannst du es dir auch nochmal im Detail anschauen. Auch beim Thema GPS bekommen hier solide Werte. Ein Grund dafür ist die gute Aufzeichnung, die jetzt hier über das Dualband GNSS erfolgt. GNSS steht dabei für Global Navigation Satellite System. In diesem Fall nutzt die Sundo Vertical GLONASS, Galileo, GPS und den japanischen und chinesischen Standard für die Ermittlung der GPS-Werte. So bekommen wir sowohl im freien Feld als auch im Wald eine sehr gute, akkurate Aufzeichnung. Auch reagiert die Anzeige der Pace direkt, das heißt, wenn ihr stehen bleibt, erkennt die Uhr das ohne große Verzögerung. Wenn wir eine Aktivität aufzeichnen, sind natürlich meistens auch die Herzfrequenzwerte von Interesse. Hierbei gibt es aber leider Licht und Schatten. Wenn ihr die Uhr nicht fest genug tragt, dann bekommt ihr gegenüber einem Brustgurt wirklich teilweise stark abweichende Werte. Dies ist bei einer meiner Workouts wirklich sehr gut zu erkennen. Wie man sieht, habe ich etwa nach der Hälfte der Strecke mein Armband nachgezogen, was danach zu einer genaueren Messung geführt hat. Generell würde ich bei der Sundo Vertical zum aktuellen Softwarestand hier zu einem Brustgurt raten, da die Gefahr der Messfehler doch teilweise recht hoch ist. Auch bei der Blutsauerstoffmessung gab es hier und da wieder Abweichungen, was die Messwerte angeht.
So habe ich zwar 95% der Messungen hier plausible Werte erhalten, so etwa auch beim Schlafen, nur manchmal lag der Wert auch teilweise unter 80% Sauerstoffsättigung. Also an dieser Stelle muss Suunto softwaretechnisch auf jeden Fall noch was verbessern, weil gerade das feste Anziehen der Uhr war teilweise sehr unangenehm zu tragen. Ja, die Werte waren danach gut, aber bequem war das Ganze an dieser Stelle nicht. Eine weitere Neuerung bei der Suunto Vertical ist nun auch das verbaute Solarpanel bei der Titan-Version. Wie schon anfangs angesprochen, befindet sich das genau zwischen dem Display und dem Rahmen. In der Nicht-Solar-Version habt ihr an dieser Stelle hier eine Blende verbaut, das heißt also, der Abstand zwischen Gehäuse und Display bleibt gleich. Leider bekommt man keine genaue Auswertung, wie viel Energie ich zusätzlich zum Beispiel bei einer Aktivität bekommen habe. Man sieht zwar anhand eines extra vorhandenen Widgets, dass hier was eingespeist wurde, mehr gibt es an dieser Stelle leider aber nicht. Ganz im Gegenteil, starte ich die Uhr neu, ist die Solarstatistik als einzige Statistik auf der Uhr resettet. Meine Angaben zur Akkulaufzeit beruhen hier auf der Solar-Version bzw. mein Nutzungsverhalten. So habe ich die Uhr rund um die Uhr getragen, das heißt also Schlaftracking betrieben, Herzfrequenzmessung 24/7, als auch die Blutsauerstoffmessung bei der Nacht. Hierbei bin ich mit einer Laufzeit von etwa 12 Tagen herausgekommen. Neben dem täglichen Tragen wurde dabei 8 Stunden Aktivitätstracking mit dem besten GPS und insgesamt 88 Kilometer aufgezeichnet. Davon waren 52 Kilometer im Navigationsmodus, das heißt, hier gab es noch zusätzliche Alarme bzw. Abbiegehinweise. Bei der Aktivitäten selbst habt ihr dann die Möglichkeit, verschiedene Batterienoptionen mit verschiedenen Laufzeiten einzustellen. So gibt es etwa den Modus Leistung mit der besten GPS-Messung und eingeschalteten Herzfrequenzsensor. Aber auch Modus wie Ultra bzw. Tour ist möglich, bei dem dann die GPS-Genauigkeit reduziert wird bzw. diverse Optionen abgestellt werden, die hier einen Stromverbrauch haben. Neben den vorgefertigten Settings könnt ihr aber bei der Uhr auch individuell eigene Batterienoptionen definieren. Leider haben bei mir die Angaben der Akkulaufzeiten bei den Aktivitäten nicht ganz gepasst. So wurde mir zum Beispiel beim Leistungsmodus, also dem besten was es gibt, eine Laufzeit von über 50 Stunden angegeben. Als ich aber die Aktivität durchgeführt habe, kam ich in diesem Modus auf 21 bis 23 Stunden Laufzeit. Dies ist wiederum aber sehr stark davon abhängig, wie die Solareinspeisung während der Aktivität ist. Natürlich sind dann die Laufzeiten in den ungenaueren Modus wie etwa Ausdauer, Ultra und Tour höher. So habe ich etwa im Modus Ausdauer die Laufzeit von bis zu über 32 Stunden hinbekommen, während das GPS dann hier nicht mehr das Beste ist, sondern nur noch im Modus OK läuft. Insgesamt muss ich sagen, dass ich mit der Akkulaufzeit bis auf die fragliche Anzeige, wie lange die ganze Akkulaufzeit während der Aktivität läuft, sehr zufrieden. Auch als stark ambitionierter Sportler habt ihr die Uhr jetzt nicht jeden dritten Tag am Ladekabel hängen und könnt hier eine sehr lange Akkulaufzeit genießen. Zu guter Letzt haben wir dann natürlich noch die Suunto App. Diese hat in den letzten Jahren auch einiges an positiven Änderungen erfahren. Hier bekommt ihr natürlich einmal eine Übersicht über euren heutigen Tag, aber auch euren aktuellen Trainingszustand. Ebenfalls bekommen wir nun auch den Suunto Coach direkt in der App angeboten, welcher eure Trainings hier analysiert und ein paar Standardtipps gibt. Manchmal auch etwas interessant, wie etwa an einem Montagmorgens, da wünscht ihr euch einen schönen Start in der Woche und nicht weitere Details. Darüber hinaus werden natürlich eure Aktivitäten zur Auswertung zur Verfügung gestellt. Nettes Feature, wenn ihr eine Strecke mehrfach lauft, dann bekommt ihr auch eine Analyse der Historie bzw. einen Vergleich und könnt dann schauen, ob ihr dann besser oder schlechter wart. Ebenfalls könnt ihr in der App neben den Offline-Karten, Streckenplanung, der Suunto Plus Verwaltung hier für eure Uhr die Widgets neu sortieren bzw. abschalten und einschalten. So habe ich zum Beispiel die Musikfunktion abgeschaltet, da die Suunto Vertical leider keine Offline-Musik unterstützt und ihr lediglich hier nur die Musik hin und her schalten könnt, die aber dann am Handy wiedergegeben wird. Insgesamt kann man sagen, dass Suunto mit der Offline-Kartennavigation, der guten Akkulaufzeit, dem sehr guten GPS doch einiges richtig gemacht hat. Ob einem die 200 € Aufpreis für eine Titan Solar Version wert ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Die Offline-Karten sind ein deutlicher Mehrwert gegenüber zum Beispiel der Suunto 9 Peak Pro. Der Herzfrequenzsensor hat mich aufgrund der unbequemen festen Tragen der Uhr ein wenig enttäuscht. Daher hoffe ich, dass Suunto an dieser Stelle hier mit Updates doch das Ganze etwas verbessern wird. Trotz allem ist das die beste Suunto-Uhr, die ich bis jetzt in den Händen gehalten habe bzw. tragen durfte. Ihr macht als jetziger oder als zukünftiger Suunto-Nutzer mit dieser Uhr auf jeden Fall nichts falsch. Ja, ich hoffe, ich konnte dir im Test hier einen kleinen Eindruck geben, was die Suunto Vertical betrifft. Wenn dich noch mehr zum Thema Suunto interessiert, ich verlinke auch meine Playlist rund um Suunto, da kannst du mal reinschauen, was es sonst noch alles hier auf dem Kanal zu Suunto gibt. Beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke auch meine Best-of-Playlist meines Kanals hier unten, da kannst du mal schauen, was sonst noch alles hier auf dem Kanal stattfindet. Wenn das Ganze gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen hoch da und ich würde mich auch gerne über einen Kommentar freuen. Vielleicht, wenn du auch selber schon die Suunto Vertical hast, schreib doch einfach mal deine Erfahrung rein, das würde mich an dieser Stelle interessieren. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.